Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Robert Klink und heute geht es mal um ultraleichte Erste-Hilfe-Sets oder Notfallkits. Natürlich gibt es schon so fertige zu kaufen, wie zum Beispiel die hier, die man so fürs Wandern und Camping generell gebrauchen kann. Aber gerade beim Trekking oder Ultraleicht-Tracking, wenn es auf jedes Gramm ankommt, wollen wir natürlich nur das Essentiellste mitnehmen. Aber es soll natürlich auch immer noch sicher sein. Man kann im Prinzip, wenn es um Erste Hilfe geht, nie genug einpacken. Aber wir wollen dennoch wirklich uns konzentrieren auf die Sachen, die man mindestens braucht. Und ich will mit euch heute jetzt die Sachen identifizieren, die man so auf jeden Fall dabei haben sollte, die man noch mitnehmen könnte, vielleicht auch ein paar Dinge, die man eigentlich nicht so braucht und was da die leichtesten Optionen bei sind. Also was sind Dinge, die so auf Mehrtagestouren beim Tracking überhaupt passieren können? Wofür sollten wir uns wappnen? Und da gibt es ja eine Liste von den häufigsten Sachen, die so draußen passieren können. Und das, was den meisten generell als erstes passiert, ist, dass sie Blasen an den Füßen bekommen. Und diese Blasen, die können mit der Zeit halt richtig schlimm werden, zu sehr starken Schmerzen führen oder sich auch entzünden, wenn man sich nicht darum kümmert. Generell Schmerzen, wo wir da schon mal bei sind, die können natürlich auch durch verschiedene andere Sachen entstehen. Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen oder man stößt sich irgendwo oder sonstiges. Und natürlich können, wenn man dort gerade auch Wunden hat oder zum Beispiel, wenn man Probleme am Knie hat, zum Beispiel das bekannte Runners Knee, was dazu führt, dass man so ein bisschen den Knochen sich entzündet und darauf reibt, kann das zu Entzündungen führen, über die man sich Gedanken machen muss und um die man sich kümmern muss. Sollten wir uns irgendwie infizieren, falls wir zum Beispiel aus nicht sicheren Gewässern etwas Falsches getrunken haben oder generell unterwegs krank werden, kann es zu Fieber kommen oder generell Kopfschmerzen, die natürlich auf Mehrtagestouren nicht besonders angenehm sind. Des Weiteren kann das zu Durchfall führen, der in erster Linie mindestens nervig ist, aber wirklich bei schlimmen Krankheiten auch dazu führen kann, dass man sehr viel Wasser verliert und das an einen Fortlaufen der Trekking-Tour überhaupt nicht mehr zu denken ist. Wenn man zum Beispiel irgendwo ausrutscht, runterfällt oder irgendwo vorhaut, sich vielleicht abends mit seinem Messer schneidet, dann kann es natürlich auch zu Blutungen durch Schnitt- oder Platzwunden kommen, die je nach Schwere auf jeden Fall verbunden werden müssen, da man sonst Blut verliert oder die Wunden auch offen sich zusätzlich noch infizieren könnten. Es kann generell zu allergischen Reaktionen kommen. Viele Leute sind Allergiker. Die meisten Menschen haben gegen irgendwas eine Allergie. Vielleicht hat man auch keine bekannte Allergie, aber falls man irgendwie auch im Ausland bei unterwegs ist, isst was Falsches oder so, kann es da zu allergischen Reaktionen kommen oder vielleicht auch bei Leuten, mit denen man unterwegs ist. Und das Letzte, was man auch so akut noch behandeln müsste und was passieren kann, sind häufig Zeckenbisse. Gerade in Deutschland, gerade in Süddeutschland gibt es Monate und Zeiten, wo wirklich sehr viele Zecken unterwegs sind. Ich hatte auch schon selber oft Zeckenbisse und natürlich muss man die so schnell wie es geht behandeln. Was man natürlich draußen machen möchte, wenn wirklich was Schlimmeres passiert, ist sich nicht wirklich wie in einem Krankenhaus selber draußen zu verarzten, bis man vollständig regeneriert ist oder alles geheilt ist, sondern man möchte wirklich zum nächsten Zivilisationspunkt, zum nächsten Dorf, zur nächsten Stadt, um gerade bei schweren Verletzungen sich auch darum kümmern zu können. Und so ein Erste-Hilfe-Kit gerade fürs Tracking sollte dann auch dazu nur erstmal dienen, die ersten Stunden, die ersten Minuten quasi grundlegend zu verarzten, um eben mehr Zeit zu haben, zu einer Stadt oder zum Dorf zu laufen, um die Zeit ein bisschen überbrücken zu können, sodass man dort noch relativ sicher ankommt. Und auch natürlich, wenn man wirklich Touren lange geplant hat, man ist schon wirklich sehr weit und möchte nicht abbrechen, dann können solche Notfallkits einem helfen, dann auch die letzten Tage noch gut zu überstehen, ohne dass man wirklich sofort sagen muss, bei irgendeiner kleinen Sache, man muss komplett abbrechen. Und so Medikamentkits oder der Bedarf eines Menschen nach Medikamenten ist natürlich total individuell und ich versuche ja nur die grundlegenden Sachen einmal zu zeigen, die, ich würde sagen, 90% der Leute so dabei haben sollten, meiner Meinung nach. Aber jeder hat da immer noch individuelle Krankheiten vielleicht und muss dann ein bisschen selber natürlich überlegen, was er für sich selbst noch braucht. Ja, das Erste, was ich wirklich als essentiell bezeichnen würde und was auch die meisten Leute mithaben, sind Schmerzmittel und zwar entweder Ibuprofen oder Aspirin. Die wirken sehr ähnlich. Ich würde da immer Ibuprofen bevorzugen, denn Ibuprofen hat neben dem schmerzlindernden Effekt auch noch einen anderen Vorteil, nämlich dass das entzündungshemmend ist. Und natürlich hat man generell Schmerzen, kann man die so ein bisschen unterdrücken durch die Schmerzmittel, aber
wenn ich zum Beispiel, was ich gerade auch erwähnt habe, zum Beispiel Probleme beim Knie habe, durch das Runners Knee, was ich zum Beispiel auch schon oft hatte, dann kann Ibuprofen wirklich quasi das Symptom beheben, also mir dabei helfen, dass die Entzündung nicht schlimmer wird und die Schmerzen nicht nur durch das Betäuben der Rezeptoren lindern, sondern wirklich die Ursache dafür beheben. Viele Langstreckenwanderer nehmen Ibuprofen mit. Man spricht da auch spaßeshalber vom Vitamin I, was viele immer mitnehmen. Allerdings muss man dort auch aufpassen, dass man da nicht zu viel nimmt. Also es gibt wirklich Leute, zum Beispiel, die den PCT laufen, die über Wochen oder Monate täglich Ibuprofen nehmen, weil es natürlich einfach dann angenehmer ist. Man hat die kleinen Wehwehchen, die man so beim Backpacking generell hat, ein bisschen weniger, spürt ein bisschen weniger, aber man darf nie vergessen, dass Schmerzen immer ein Alarmzeichen des Körpers sind. Und wenn man die ganze Zeit unterdrückt, dann kann es wirklich zu schweren Folgeschmerzen oder Folgeschäden kommen, sodass man immer ein Auge auf seine Schmerzenslage natürlich haben sollte und rechtzeitig auch darauf hören sollte und die dann korrigieren sollte. Auch ist Ibuprofen nicht gut für den Magen. Jedenfalls auf Dauer kann es da schon zu Problemen kommen, dem Loch im Magen, wie man so übertrieben sagt. Deswegen darf man das auch nicht zu lange nehmen. Ich bin natürlich kein Arzt, aber so aus meiner Erfahrung und von dem, was ich so gelesen habe, würde ich euch empfehlen, auf Langstrecken nie länger als 5 oder maximal 7 Tage in Folge wirklich Ibuprofen zu nehmen. Dann auch maximal 3 am Tag, am besten auch nach Mahlzeiten, damit man was im Magen hat und der Schaden ein bisschen weniger weggeht. Das ist natürlich wirklich nur für Notfälle gedacht. Also ich würde euch nicht raten, von vornherein generell Ibuprofen zu nehmen, sondern nur, wenn man auch damit Entzündungen oder Schmerzen behandeln möchte. In Deutschland haben wir die Möglichkeit, rezeptfrei Ibuprofen in der Stärke 400 zu bekommen. Das ist auch völlig ausreichend. Die ich hier zum Beispiel habe, die kann man noch in der Mitte teilen, sodass ich das noch ein bisschen besser dosieren kann. Natürlich wären theoretisch 800er, die ein Rezept benötigen, besser, weil ich dann eben minimal Gewicht sparen würde, aber generell ist es eigentlich zu vernachlässigen. Ich nehme meistens immer mindestens 6 davon mit, je nach Tourlänge vielleicht auch ein bisschen mehr und bin dabei 6 Tabletten, so ungefähr nur bei 2 Gramm. Und wie ihr auch schon seht, lagere ich generell alle Medikamente, die ich mitnehme, nicht in ihren Originalschachteln, die man zum Beispiel hier sieht, das ist eine andere Ibuprofen-Form, sondern packe die einfach in die Säckchen. Das hat einmal den Vorteil, dass ich mir noch ein bisschen Gewicht spare. Das Material wiegt schon ein bisschen mehr als so ein kleiner dünner Ziploc-Beutel. Und ich kann natürlich individuell nachfüllen. Wenn ich nach einer Tour vielleicht nur 2 gebraucht habe, komme ich nach Hause und kann einfach 2 wieder dazugeben. Und so habe ich auch einen guten Überblick und kann bei Gelegenheit immer gut nachfüllen. Das Essentiellste danach, würde ich schon sagen, wäre ein Durchfallmittel. Und da eignet sich Imodium akut sehr gut. Das sieht so aus, sind auch so kleine Kapseln meistens, die man sich kaufen kann. Und die helfen einem zumindest, die Durchfallhäufigkeit zu reduzieren. Das ist natürlich sehr, sehr nervig, wenn ich den ganzen Tag wirklich vorankommen möchte und kann einfach nicht weiterlaufen, weil ich so Probleme habe. Und natürlich in ganz schweren Fällen hilft mir das, weniger Wasser zu verlieren. Ich habe überhaupt die Möglichkeit und die Zeit, noch gesund irgendwo anzukommen, wo ich mir dann bessere Hilfe holen kann. Was passiert aber, wenn ich wirklich eine blutende Wunde habe, also eine offene Wunde, einen Schnitt am Bein, sonstige Blasen, die sich vielleicht geöffnet haben und ich wirklich das Risiko habe, dass dort Fremdkörper und Bakterien reingehen, sodass das zur Entzündung führt. Und auf der einen Seite hat man also ganz leichte Alkoholpads, die man dafür gut verwenden kann. Ich persönlich nehme da aber lieber eine Jodsalbe. Das ist zum Beispiel Beta-Isodona. Und das desinfiziert eben und ist sehr, sehr ergiebig. Also ich kann da wirklich großflächig meine Wunde mit abschmieren. Ich persönlich fülle mir da immer ganz, ganz wenig von ab. Das ist so eine rote Flüssigkeit hier und packe die in so einen kleinen Behälter um, sodass das wirklich sehr, sehr wenig wiegt. Und mit dieser Ration, da könnte ich auch wirklich eine ganz, ganz große Wunde am Bein, zum Beispiel eine riesige Schnittwunde, großflächig abdecken und so desinfizieren. Habe ich das Ganze dann desinfiziert, will ich das natürlich auch in Zukunft schützen vor Fremdeinwirkungen, die Blutung stoppen. Und in erster Linie habe ich dafür Mullbinden. Und die gibt es schon in sehr kleinen Größen, die dann wirklich nur 8 Gramm zum Beispiel wiegen, wie diese kleine hier. Und ich kann das erst desinfizieren, ich kann das dann verbinden und zusätzlich, was ich ja meistens auch dabei habe, sind Sachen wie Toilettenpapier.
Und davon kann ich mir noch ein paar Streifen abmachen, die wirklich von vornherein, bevor ich den Verband drauf mache, noch drauf machen, sodass ich ein bisschen Puffer noch dazwischen habe. In ganz schlimmen Fällen kann ich sogar zum Beispiel mein Multifunktionstuch, mein Buff nehmen, das noch übers Bein oder sowas ziehen und dann wirklich mit dem Verband ganz stark drüber wickeln. Ja, und was ist eine Möglichkeit, um den Verband zu befestigen? Einerseits könnte ich das mit einer Nadel machen oder speziellen Tape dafür, aber wenn ich zum Beispiel Leukotape nehme oder Leukosilk, das ist so ein ähnliches Material, dann habe ich den Vorteil, dass ich das gut rumwickeln kann, das ist bombenfest dann, aber gleichzeitig kann ich das auch noch benutzen, um kleinere Sachen flexibel mal zu tapen. Gerade Blasen, das machen viele Leute gerne, dass sie das mit Leukotape machen. Wenn ich ganz kleine Risse irgendwo habe, kann ich das so ein bisschen auch als Pflaster benutzen, als Blasenschonung. Und das eignet sich sehr gut. Man möchte natürlich nicht diese schwere Rolle hier ganz mitnehmen, sondern kann sich das ein bisschen abwickeln. Und was sich sehr gut dafür eignet, sind abgeschnittene Strohhalme. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. In meinem Fall hier ist das von einem Filzstift die Kappe. Ich habe da etwa 30 cm drauf abgewickelt. Aber man kann das auch mit jedem handelsüblichen Strohhalm machen, kann dann auch gucken, wie viel ich am Ende der Tour verbraucht habe, um gegebenenfalls dann ein bisschen nachwickeln. Und so kann ich mir immer ein bisschen was abmachen, je nachdem, ob ich eine Blase am Fuß habe oder damit im Notfall meinen Verband irgendwie befestigen möchte. Für generelle kleine Schnittwunden, die jetzt keinen großen Verband benötigen, als wenn ich mich zum Beispiel im Finger schneide oder sonst wo, kommt Pflaster in Frage. Davon habe ich auch immer 2 oder 3 mit in dieser großen Form hier. Die speziellen, die ich jetzt habe, sind von Hansaplast und die haben noch den Vorteil, dass die antibakteriell wirken. Also nochmal so eine geringe Desinfektion selber. Die ersetzen aber auf keinen Fall so eine richtige, komplette Desinfektion wie mit einer Jodsalbe zum Beispiel. Das ist so ein bisschen unterstützend, gerade wenn man vielleicht ein paar Tage unterwegs ist und die Haut ein bisschen dreckig ist und hat dann einen Schnitt, dann ist es schon ein bisschen hilfreich, wenn das Pflaster auch ein bisschen darauf achtet, dass da keine Bakterien sich bilden. Und die kann ich mir dann einfach zurechtschneiden, kann ein bisschen abmachen und damit dann meine Wunden oder meine kleinen Schnitte gut versorgen. Neben dem Leukotape für die Blasen am Fuß, finde ich, sollte man noch immer dezidierte Blasenpflaster dabei haben und ich liebe einfach die Blasenpflaster von Compeed. Die kommen in solchen Packungen und auch in verschiedenen Größen. Die ich immer nehme, sind einfach die größten. Das sind die hier, das sind die in XL, glaube ich. Da die einfach auch nicht teurer sind als die kleinen. Man zahlt da knapp unter 1 Euro pro Pflaster, also ist schon relativ teuer. Aber ich habe da so gute Erfahrungen mitgemacht. Also auch die kleinen, die eignen sich wunderbar, um die kleinen Blasen abzutapen. Die haben eben so ein kleines Gelpolster hier drin und dämpfen sehr, sehr gut. Und meistens nehme ich teilweise auch das Ganze einfach für kleine Blasen oder schneide mir die sogar ein bisschen zurecht und tape damit nur die Kanten. Bei dem Zurechtschneiden muss man ein bisschen aufpassen. Es kann sein, dass das Gel dann ein bisschen austritt oder sich da härtere Kanten bilden. Aber ich habe da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und ich habe eigentlich immer so 2 bis 4 Stück mit und die wiegen auch gar nichts. Und ich glaube, 4 Stück wiegen 2 bis 4 Gramm oder sowas. Ja, um das Ganze so ein bisschen auch schneiden zu können oder auch um eine Zecke zu entfernen oder kleine andere Arbeiten machen zu können, braucht man auf jeden Fall ein kleines Multifunktionstool. Und die kleinsten von Victorinox, die haben entweder 5 oder 7 Funktionen. Ich würde euch dann nicht das 5 Funktionen empfehlen, sondern das 7 Funktions Multitool. Das wiegt genau 20 Gramm und hat eben den Vorteil, dass man hier noch die Zeckenzange drin hat. Und damit habe ich wirklich schon eine Menge Zecken entfernt. Das hat immer wunderbar geklappt. Ich habe hier natürlich ein Messer dran und auf jeden Fall die Schere, die ich brauche, um meinen Verband zu schneiden, um meine Pflaster zu schneiden, um das Compeed zurechtzuschneiden. Oder generell habe ich hier Tools dran, die mir ermöglichen, kleine Splitter oder Stacheln aus der Haut zu holen. Und das sind wirklich 20 Gramm, die ich sehr, sehr gut immer benutze. Das Messer reicht mir teilweise auch, falls ich mal ein bisschen mehr koche als eine Track-and-Eat-Nahrung, mal so kleine Sachen zu schneiden, wie eine Zwiebel oder so. Also ich bin wirklich davon begeistert, wie viel man mit so einer kleinen Klinge, die wirklich scharf ist und stabil ist, auch wirklich machen kann. Und das wären auch wirklich schon die Sachen, die ich jetzt als essentiell bezeichnen würde. Ihr seht hier auf der linken Seite von mir sind jetzt die Sachen, die ich in meinem Kit dabei habe. Und die auf der rechten Seite sind jetzt meine Vorräte, die ich so zu Hause habe. Diese Ziploc-Beutel, diese kleinen Druckverschlussbeutel, die kann man sich im 100er-Pack ganz günstig kaufen. Verlinke ich euch auch mal unten. Und da kann man dann seine
Tabletten oder sonstigen Sachen wirklich individuell verstauen. Und ein paar Sachen, die ich noch gerne mitnehme, die ich aber jetzt nicht unbedingt als Pflicht einstufen würde, wäre einerseits ein Antiallergikum. Das ist Cetirizin zum Beispiel. Es ist relativ leicht. Ich zum Beispiel habe ein paar Allergien und die helfen mir einfach dabei, so ein bisschen Gewissheit zu haben, falls ich mal irgendwas Falsches esse zum Beispiel, falls ich Probleme mit Heuschnupfen oder sonst was bekomme oder falls ich auch jemanden mit habe, der mal eine allergische Reaktion, einen allergischen Schock oder so hat, dann kann Cetirizin auf jeden Fall im Notfall auch ein Leben retten. Das überbrückt auf jeden Fall die Zeit, bis ich vielleicht Hilfe bekomme und kann über längere Tage auf jeden Fall lästige Symptome auf jeden Fall drücken. Und wenn ich davon 6 dabei habe, dann bin ich auch bei 3 Gramm oder so und das ist ein Gewicht, was ich gerne mitnehme. Gerade wenn ich abends meine Track-and-Eat-Nahrung esse und gerne auch ein bisschen Röstzwiebeln dabei gebe, wird das relativ fettig und wenn man dann abends im Zelt liegt und Sodbrennen zum Beispiel hat und dadurch halt sich nicht erholen kann, gar nicht schlafen kann und die halbe Nacht wach liegt, dann macht sich das schon in den nächsten Tagen bemerkbar und ist wirklich sehr nervig. Und deswegen nehme ich mir manchmal auch in so einer kleinen Packung noch ein paar Sodbrennen-Kautabletten mit. Das sind dann einfach so Tabletten, die man zerkaut und runterschluckt, die beruhigen so ein bisschen den Magen. Würde ich auf jeden Fall nicht als Must-Have sehen. Aber wenn man das Mehrgewicht ein bisschen mitnehmen will, dann kann das auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht schaden. Und das Letzte, was ich persönlich auch noch manchmal mitnehme, gerade weil ich manchmal in den ersten Nächten ein bisschen Probleme habe zu schlafen im Zelt, auch nach so einem langen sportlichen Tag nicht so gut runterkomme, sind Sachen wie kleine Baldrian-Tabletten oder sogar Melatonin, also das Schlafhormon, was einem so ein bisschen dabei hilft, einzuschlafen. Gerade als ich in Schweden zum Beispiel war und es da Tag und Nacht hell ist und der ganze Biorhythmus und Wach-Schlafrhythmus so durcheinander kommt durch das konstante Sonnenlicht und die Helligkeit, haben mir diese Melatonin-Kapseln sehr geholfen, meinem Körper doch zu sagen, irgendwann um 23 Uhr, okay, jetzt ist normal dunkel, jetzt ist die Schlafenszeit, wo ich normal selber von mir aus wahrscheinlich Melatonin produziert hätte, das aber nicht passiert ist, weil mein Körper eben so viel Licht abbekommen hat. Und das kann einem dann so ein bisschen abends helfen, runterzukommen, einzuschlafen, ohne irgendwie an richtige Schlafmittel denken zu müssen. Ja, und das Ganze verpacke ich nicht in so einen schweren Beutel, sage ich mal, sondern ich kann, wie in den letzten Videos auch, nur diese Noakes-Beutel empfehlen, die in verschiedenen Größen kommen. Das hier ist die Size S und das ist für mich perfekt. Der Beutel wiegt 8 Gramm, der ist sehr, sehr robust, der hält schon 2 Jahre so wie er ist, der ist komplett wasser- und luftdicht und da passt alles rein, was auf dieser Seite hier ist. Ich packe da sogar noch meine Zahnbürste mit rein, meine Zahnputztabletten, die ich übrigens auch in so einem kleinen Beutel noch mit habe, immer genau abgezählt für die Tage, also pro Tag eben 2 Stück, die ich dann auch gut nachfüllen kann. Und ich persönlich trage noch Kontaktlinsen, habe da also meine Kontaktlinsen-Sachen auch minimal da reingepackt, so ein bisschen Flüssigkeit. Und teilweise habe ich sogar noch so ein kleines Repair-Kit hier drin. Das brauche ich zum Beispiel für mein Zelt. Falls meine Carbonstange bricht, kann ich damit so einen Bruch überbrücken. Aber das alles, was hier liegt, passt hier sehr gut rein und lässt sich gut verschließen. Falls ihr wirklich noch ein bisschen weniger mit habt oder zum Beispiel eure Zahnbürste ein bisschen anders verstauen wollt, dann würde auch noch die Größe XS gehen. Die ist halt wirklich schon sehr klein und würde sich jetzt meiner Meinung nach nur für irgendwie Medikamente und Tabletten eignen, vielleicht sogar ohne zusätzlichen Druckverschlussbeutel und dann kann man auch noch ein paar Gramm sparen, aber ich denke, dass dieser Beutel generell ein bisschen angenehmer sein dürfte. Ja, und wenn man das mal alles zusammenrechnet, also wirklich diese Sachen jetzt, die hier liegen, diese essentiellen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, dann bin ich bei mir auch mit dem Antiallergikum bei 63 Gramm inklusive dem Noakes-Beutel. Und da habe ich für mich wirklich die Gewissheit, dass ich in den meisten Situationen wirklich weiß, was ich machen kann mich selber verarzten, zumindest grundlegend in dem Moment und habe dann die Möglichkeit auf jeden Fall sicher aus der Situation herauszukommen. Natürlich gibt es immer Unterschiede. Wenn ich in den Alpen bin, wenn ich wirklich im Outback irgendwo bin, wirklich ganz weit weg, dann nehmt auf jeden Fall mehr mit, nehmt Sachen mit, wie zum Beispiel eine größere Mullbinde, noch ein paar Alkoholpads, um wirklich dann, falls ihr wisst, ihr braucht länger als einen Tag, um irgendwo hinzugehen, noch mehr auf der sicheren Seite seid. Aber ich würde fast sagen, für Deutschland und für die meisten Teile Europas solltet ihr mit diesen Sachen wirklich gut auskommen. Ja, und damit wäre auch schon alles gesagt, was man so für ein ultraleichtes Erste-Hilfe-Kit wirklich so minimal gut gebrauchen könnte.
Ich betone letztes Mal, das ist wirklich individuell. Wenn ihr euch sicherer fühlt, wenn ihr mehr dabei habt, dann nehmt auch wirklich mehr mit. Nur nehmt nicht alles mit, nur aus Angst vor irgendwelchen Situationen, die man im Endeffekt lieber besser behandeln würde, wenn man sich dann schnell Hilfe sucht, als sich komplett dort selbst zu verarzten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.